Dürfte ich alle bitten, Platz zu nehmen, dass wir doch im Zeitlimit bleiben. Und Dankeschön, Dankeschön. Dann, gibt es denn noch Kaffee oder wird der noch gemacht? Weil ich habe nämlich gar keinen gekriegt mehr. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Das ist jetzt während der Tagung und der Mitgliederversammlung jetzt das zweite Mal, dass das erwähnt wird. Okay. Wir sitzen alle, Celina spricht über die Akademie in der FFF. Los geht's. So, zuerst möchte ich sagen, dem letzten Beitrag ist natürlich das, Magisch. Ja. Von Wolfgang Zurborn, auch ein Fotograf. Jetzt bekommen Sie eine ganz knappe Vorstellung von das Fotografie Forum Frankfurt Academy. Weil eigentlich, als wir das drüber gesprochen haben, ich dachte, das würde 20 Minuten für uns beiden, so meines ungefähr 10 Minuten lang, so keine Sorge. Erstmals, ich fand es einen ganz tollen, sehr faszinierenden letzten Beitrag von Wolfgang, weil natürlich einige, die, sagen wir, die Philosophien hinter die Ideen, warum wir beide das Galerie lieblich und warum das Fotografie Forum Frankfurt Workshops machen. Ich kann sagen, warum dass ich das so wichtig fand, als ich nach Deutschland kam. Natürlich als Amerikanerin sind wir, meine Generation, geprägt von die Lehrgänge von Fotografen wie Ansel Adams und die Workshops oder wie Main Photographic Workshops oder International Center of Photography, deren Workshops. Und als ich nach Deutschland zuerst kam, es waren ab und zu hier und dort ein paar Workshops, was mit Volkshochschule. Ich fand am Anfang sehr viele von den Workshops, was in Deutschland stattgefunden haben, sehr technisch bezogen und auch keinen wirklich Interaktion zwischen dem Lehrer und die Fotografen. So, ich bin seit 1992 in Frankfurt bei das Fotografie Forum und ich habe schon in 1994 angefangen, einen großen Programm für Workshops und Vorträge zu machen. Und die erste Idee war ein Workshop-Wochenende und tatsächlich haben wir 20 Workshops in einem Wochenende, unter anderem mit Fotografen wie Gerhard Wormwald, Dieter Leisner, Dieter Munzberg, lots of Dieters, Dieter Norbert auch sogar von Monochrome, Elke Scale-Weiss. Es war ein riesig Erfolg und ich dachte, wow, wir haben ein tolles Produkt geschaffen und das haben wir das nächstes Jahr gemacht, genau so ein Wochenende. Dann haben wir natürlich gleich bemerkt, dass Frankfurt ist nicht New York oder London oder es gibt nicht so viele Leute in Frankfurt. Es waren so viele Leute, die eigentlich mehrere Workshops machen wollten. Und die waren eigentlich nur traurig, dass die an diesem einem Wochenende nur einen Workshop machen konnten. Dann, logistisch habe ich natürlich weiter gedacht. Und wir haben wirklich unser Ziel gemacht, wenn wir Fotografen ausstellen, dass wir tatsächlich versuchen, wenn wir wissen, dass sie einen guten Lehrer sein könnten, einen Workshop mit denen zu machen. Was eigentlich ganz easy ist, weil viele Leute denken, dass viele Fotografen nicht eloquent sind und nicht so viel darüber erzählen und als Lehrer auch sein kann. Aber natürlich bei den Ausstellungen, was ich gemacht habe, die Fotografen, die Leute, die ich ausgesucht habe, ob die großen Namen wie Martin Parr oder Bruce Gilden waren, man hat schon gesehen, dass man die mindestens engagieren könnte, um einen Workshop zu machen. Sehr oft war es der Fall über die Jahre, dass
Es sind Leute, die noch nie Workshops richtig gemacht haben. Eigentlich, Wolfgang hat einen Workshop bei mir gemacht in 2008 und er fand dem System und die Organisation so toll, dass er diese Idee übernommen hat und zurück nach Köln gemacht hat. Und da ist das Blick School circa ein Jahr später entstanden. In 2007 musste das Fotografie Forum umziehen. Und in diesem Zeitraum, wir haben schon vorausgesehen, dass wir einige Jahre ohne Ausstellungsräume sein würden. Es hat schon ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben, aber ich musste etwas machen, das wir nicht vergessen würden. So 2008 habe ich alle diesen Workshops und Vorträge, was wir immer gemacht haben, ich habe das umgestellt in das Sommerakademie und wir haben uns wirklich konzentriert, Workshops und Vorträge zu machen, weil wir hatten nicht die Möglichkeit, so viele Ausstellungen zu machen. Unsere Ausstellungen fanden in anderen Häusern statt. Wir mussten uns so ein New Marketing machen, dass wir Leute uns nicht vergessen würden, sozusagen. Ich glaube, das Vorteil wirklich am Fotografie Forum Frankfurt bei unserem Workshop-Programm ist, dass wir ein System eingebaut haben. Wir machen 2 Tage Workshops, wir machen 4 Tage Workshops und dieses Jahr haben wir auch eingeführt so einen ähnlichen Masterclass-artig mit Heinrich Völkel, auch DFA-Mitglied zum Thema Familie. So diesen Workshop wird 4-mal stattfinden über den Jahr, dass man einen längeren Zeitraum hat mit dem Fotografen und mit den Teilnehmern dieses Workshops und am Ende in dieses Jahr werden wir auch eine Präsentation für die Öffentlichkeit machen in das Fotografie Forum Frankfurt. Wir haben ungefähr 30 Veranstaltungen im Jahr, als ich das Ann Mandelbaum ist bei uns dieses Wochenende, deswegen war ich ein bisschen spät, konnte nicht am Freitag da sein. Ann Mandelbaum, eine wirklich großartige Künstlerin und Lehrerin bei Pratt Institute in New York. Sie war wirklich erstaunt, dass wir so viele Workshops und Vorträge im Jahr machen. Es geht für uns hauptsächlich in die Workshops. Es ist selten, dass wir einen Workshop, die wirklich auf dieses technische Basis geht. Es ist immer, weil wir haben auch gesehen in Frankfurt, was funktioniert am besten, die 2 Tage Workshops, weil wer macht unsere Workshops? Unsere Workshops sind immer eine Mischung aus Studenten, Profifotografen und andere Leute, die seit langem fotografieren und wollen eigentlich ernsthafter mit deren Fotografie umgehen. Und es gibt auch Kuratoren, auch manchmal, die bei uns die Workshops machen. Und das Wochenendkurs ist für eine Stadt wie Frankfurt eigentlich das, sagen wir, das Logistisches. Was wir auch in den letzten Jahren anbieten, ist am Wochenende ein 3-stündiges Tour durch Frankfurt. Das ist eher so ein Frankfurt Kennenlernen-Tour. Das ist mit Niels Thies. Niels Thies ist ein Fotograf, der lange bei dem FAZ in dem neuen Medienbereich arbeitet. So, er macht eigentlich einen Rundgang und das ist eigentlich ein ganz tolles Kurs. Es ist 3 Stunden lang, kostet nicht so viel. Es ist für Touristen, können das machen. Leute, die überhaupt nichts über Fotografie wissen, bis hin zu auch einige Leute, die auch nur der Stadt anders sehen möchten. Seit 2012 machen wir auch das Junior Academy und das ist etwas, was ganz Besonderes ist. Dazu haben wir eigentlich gleich am Anfang Wolfgang dazu gewonnen, weil wir wissen, dass er so gut mit Kindern umgeht. Es ist einen besonderen Kurs, weil in dem Sommer gibt es sehr viele Kitas und auch mittlerweile sehr viele unbegleitete Kinder, die aus der ganzen Welt kommen, die in Frankfurt leben. Es ist der Kitas- und Jugendzentrum
bieten wir wirklich hochwertige eine Woche Kurse an über Fotografie, und die Kinder sind so zwischen 12 und 14, wir haben so verschiedene Wochenkurse für die Kinder zwischen so 12 und 15 bis 18, und wir haben auch unser Hauptsponsor Olympus lässt uns professionellen Kameras dazu geben, so es ist nicht nur die Kids mit deren iPhone, nichts gegen iPhone, aber die werden wirklich die Fotografie ganz viel spaßvoll beigebracht. Normalerweise arbeitet der Fotograf mit einem Kunstpädagogen, die beschäftigt sich mit der aktuellen Ausstellung. Es wird dann Vorträge jeden Tag fotografiert und editiert, und die letzten 2 Jahre, und wir werden es auch dieses Jahr wieder mit Wolfgang machen, macht es hervorragend, und wir haben auch einen Magazin, wie Sie schon vorher gesehen haben, in Köln machen die sehr viele Publikationen, und es ist immer ein ganz schönes, hochwertiges Magazin als Endergebnis für die Kinderworkshops. Ja, wie wahrscheinlich die meisten von euch alle wissen, immer in der Kulturbranche ist wir immer auf der Suche nach Geld. Natürlich in die Pädagogik und Kunstpädagogik ist es einfacher, Geld zu finden für Jugendprogramme als für eine Ausstellung. So, Interagieren ist wirklich ein sehr wichtiges Teil der Workshops. Es ist nicht nur Zuhören, man sieht über die Jahre, das Wichtigste ist wirklich dieses Lernen voneinander, dass man wirklich, wenn man Bilder anschaut, die Ergebnisse von den Workshops, es ist viel einfacher zuzuhören, die Kritik auf jemand anderes als ich selbst, und das ist auch in diesen intensiven 2-tägigen Zeit bringt das sehr viel. So, in dem letzten Jahren, und ich glaube, das ist, was das Fotografie Forum Programm echt einzigartig ausmacht, ist, dass wir eigentlich die besten Fotografen oder Kuratoren nach Frankfurt bringen. Es gibt auch die einigen oder für anderen, die hier sind, die auch bei uns Workshops gegeben haben. Aber ich glaube, das ist, was unser Programm einzigartig macht, dass man in Köln bei Lichtblick School zum Beispiel, bei vielen die anderen Schulen, die jetzt Workshops machen, es ist eine Core-Gruppe, und das ist fantastisch, und wenn man diese Core-Gruppe hat, dann kann man eigentlich viel mehr auch produzieren wie die Magazinen. Bei uns ist, dass wir wirklich versuchen, eine Vielfalt an Fotografen und Künstlern zu haben. Häufig ist das auch auf die Ausstellung bezogen, die wir gerade haben. So, ich zeige nur ein paar kurze Beispiele von verschiedenen Fotografen. Hier ist die Katrin Sonntag, eine junge Fotokünstlerin aus Berlin, die wir auch in 2015 in unserer Ray Triennale hatten. Sie hat einen Workshop gegeben, auch und wie sie auch Rauminstallationen macht. Heinrich Völkel, das ist vor ein paar Wochen gemacht. Da ist die Birte, die auch gestern Abend hier war. Heinrich macht diesen längeren Symposium dieses Jahr, der 4-mal stattfindet, über das Thema Familie. Die Workshop war sofort ausgebucht. Ich war echt wirklich happy für Heinrich und auch für uns. Hanne van der Woude ist eine junge niederländische Fotografin, die wir Ende letztes Jahres ausgestellt hat mit ihrer großartigen Arbeit Emmy's World. Es ging eigentlich um ein sehr Langzeitprojekt über das Fotografieren mit Portraitur und Landschaften. Und hier, Hanne war wirklich sehr hands-on. Es ist nicht immer, dass manchmal die
die Fotolehre geht manchmal nicht immer direkt mit dem Fotografen, aber das war Hannah sehr wichtig, dass sie immer in diesen 2-3 Stunden, wo die Leute fotografieren, dass sie dabei war, dass sie gleich helfen konnte. Elena Broteros, das Bild ist eigentlich von dem Workshop, was sie vor 3 Jahren bei uns gemacht hat. Sie war auch wieder in Frankfurt dieses Jahr bei uns mit einem Workshop. Natürlich Elena Broteros, wenn Sie sie nicht kennen, eine der wichtigsten Schülerinnen von des Helsinki School, Mitte bis Ende der 90er Jahren sehr in den Welt gegangen mit vielen von ihren Selbstporträtgeschichten. Und was so spannend ist, für mich, wenn ich daran teilnehmen kann, ich lerne so viel. Es ist am besten wirklich von den Künstlern und den Fotografen, anstatt manchmal bei einem Vortrag von jemand anderes, die über dich spricht, weil du hast diese direkte Kontakt, du hast und auch dieses Angehensweise, wie jeden so ganz anders arbeitet. Ich meine, Elena war das so wichtig, immer, dass jeden vor dem Workshop, dass sie selbst eine Biografie über sich selber schreiben. Und dann hat sie dieses Papier zusammengeschnitten und dass man nur Snippets von diesem Papier auch als Inspiration für bestimmte Bilder, was man an dem Tag machen würde. Der alte Klassiker Walter Schels, ich meine, wir haben vor 20, 25 Jahren einige Workshops mit ihm gemacht. Das ist nicht von 2013, ich glaube, das ist 2010 der Workshop. Simon Norfolk ist auch einige Mal bei uns schon gewesen. Ich habe ihn auch zuerst in Deutschland ausgestellt, in 2002, in das Deutsches Architekturmuseum. Und ich kenne ihn seitdem. Und hier hat vor 2 Jahren einen Workshop über Fotografieren, abends fotografieren. Und hier erklärt er so mit seinen Lichtmesser auch ganz einfache Basisinformationen für wie das sein wird, wenn man abends fotografiert. Joe Radcliffe, sie sitzt auf dem Tisch und redet auch mit einer der Teilnehmer von dem Workshop. Joe Radcliffe, südafrikanische Fotografin, die auch sehr auf das soziale Landscape sich konzentriert hat ihren großartige Arbeit Terras Dauphine do Mundo, wo es wirklich um die Landschaften von dem Bürgerkriegen in Südafrika ging. So, jetzt zeige ich nur kurz 4 Beispiele von Leuten, die unsere Workshops über die Jahre gemacht haben und was die daraus gemacht haben. Ferhat Bude kam so vor 10 Jahren aus Paris nach Frankfurt, konnte kaum Deutsch sprechen, war interessiert in Film und Fotografie, kam rein mit seiner Frau, die auch Deutsche war. Wir hatten zufällig in der Zeit einen Workshop mit Bruno Barbey und Ferhat hat auch nicht so viel Geld in der Zeit gehabt. Er hat früher bei dem Markthalle gearbeitet und hat einen Workshop mit Bruno Barbey. Ferhat hat über die Jahre wirklich seine Fotografie bei uns gelehrt, indem er Workshops mit Bruno Barbey, Anders Petersen, Antoine D'Agata, sehr viele Leute. Und Ferhat ist in den letzten ein paar Jahren jetzt angenommen in der Agentur VU. Hat eine großartige Arbeit, was er über die Tuaregs in Mali bei diesem Uprising, was vor 3 Jahren passierte. Er war da, er ist Berber, kommt und hat seinen Langzeitprojekt geht eigentlich über Nordafrika, um die Berber-Community zu fotografieren. Und er war auch in dieser Region gerade, als das passierte, hat schon ein paar tolle Erfolge gehabt, wird auch dieses Jahr im Perpignan eine Einzelausstellung haben und wir sind alle sehr stolz auf Ferhat in Frankfurt.
Anne Heidel ist eine Studentin, die Journalismus studiert hat, ist bei uns in die Sommerakademie als Assistent gekommen, um wirklich die Texte und diese ganze Organisation, was hintersteckt. Und sie ist sehr fasziniert mit der Fotografie, ist auch jemand, die über 2 Jahre, sie hat noch nie einen Fotokurs gehabt, bis sie zu uns gekommen ist mittlerweile schon, geht auf dem Weg mit einem sehr erfolgreichen künstlerischen Karriere, wohnt heute in Sardinien. Und das sind nur Beispiele von ihren neuen Arbeiten. Es geht über Blindenschriften, wie sie eigentlich Punkte aus den Bildern herausnimmt und Wörter, die Punkte, die sind, haben auch bestimmte Bedeutung von Wörtern. Auch noch, sie spielt sehr fragmentar, sehr diese Sprache, eine neue Sprache über die Fotografie zu entwickeln, ist auch sehr wichtig für ihren Arbeiten. Jochen Hildebrand, der auch heute auch da ist auch, Jochen fotografiert auch seit langem, ist jemand, der auch so einen zweiten Karriere aufgebaut hat mit der Fotografie, hat viele Workshops bei uns über die Jahre gemacht und hat auch seinen Masters in Madrid gemacht an der Academy da, was in Verbindung mit Fotospanien ist. Und er wusste nicht, dass ich etwas von ihm heute zeige, aber nur ein paar Beispiele, dass Sie auch einen Überblick haben von den verschiedenen Bildersprachen, aber auch die verschiedenen Erfolge. Jochen hat auch das Dorcas Architekturpreis, Fotopreis vor ein paar Jahren bekommen und ist auch in einige sehr wichtige Ausstellungen in den letzten Jahren. Und sehr viele seiner Arbeiten konzentrieren sich auch auf diesen Urban Landscape, sehr viel und sehr grafischen, sehr kontrollierten, aber leicht skurrilen Form von dem Architekturarbeiten. Die sind beide Bilder aus Deutschland und das ist eine neue Serie von ihm, was er über die letzten 2-3 Jahre in Amerika gemacht hat, so eine neue Perspektive auf die Urban Landscape und ich glaube, diese Arbeit wird in der nächsten Zeit auch ein Buch sein. Gospert Gottman, auch einen aus Frankfurt, der auch über 20 Jahre ist, auch jemand, der so das zweite Karriere mit Fotografie hatte. Gospert ist das erste Workshop, was er bei uns gemacht hat. Konnte irgendjemand vielleicht raten, was das sein war? Marathon. Bruce Gilden. Wenn Sie Bruce Gildens Arbeiten kennen, Sie wissen, dass er sehr viel mit Blitz auf die Straße fotografiert, aber alle seine früheren Arbeiten bis nur vor kurzem waren in Schwarz-Weiß. Und er hat die ersten Workshop bei uns über Bruce und das hat wirklich seinen Arbeiten sehr beeinträchtigt und ich fand es sehr interessant, wie Gospert das auch in Farbe und über Jahren Marathonläufer fotografiert. Der Gospert ist eigentlich von seinem Leben, er war Leistungssportler aus Jugend, Sport und Macht und diesen Schmerz, was mit dieser Thematik zu tun hat, spielt immer eine Rolle in seinen Arbeiten. Er arbeitet auch sehr intuitiv, aber auch sehr abstrakt mit der Fotografie, sehr experimentell. Hier auch ein Sportbild. Ich meine, wenn ich das Bild immer wieder sehe, ich denke, das muss vielleicht einen Flüchtlingscamp in Ungarn, wo die Sandwiches an die Leute schmeißen oder so. Aber das ist eigentlich ein Bild, was er auch von der Fernseh abfotografiert hat von Formel 1. Und auch seinen vorletzten Buch Spectators ist auch wirklich ein sehr guten Erfolg, ist auch in Care Verlag entschieden. Wir haben es auch in Fotografie Forum eine Launch Party damit gemacht.
So, jetzt komme ich jetzt langsam zu Ende. Dieses Jahr, was noch in ausstehenden Workshops sind, Olivia Arthur und Emily Schiffer sind zwei Künstler von unserer aktuellen Ausstellung, Donaureise auf dem Spuren von Inge Morat. Olivia Arthur, jung Magnum-Fotografin. Sie wird einen Workshop über Love It or Leave It, aber im Prinzip es geht um das Handmade Bücher. Sie und ihr Mann Philipp Ebeling, der eigentlich aus Hannover kommt, haben einen sehr schönen Showroom Gallery in London. So, die werden das Workshop wird sich beziehen auf das Handmade Book, New Editing, so etwas Ähnliches, was Wolfgang und Markus machen, aber es wird jetzt Olivia und Philipp das machen. Emily Schiffer, if your picture was the beginning, sie wird sich in ihren Workshop konzentrieren auf neuen Wege, wie man Fotografie präsentieren kann, insbesondere im öffentlichen Raum. Da hat sie sehr viele Erfahrung in Amerika über die Bilder im öffentlichen Raum zu zeigen. Stanley Greene, einer der Gründungsmitglieder von der Agentur NOR und auch der Keynote Speaker von des World Press Photo Awards letztes Wochenende, wird auch, er ist auch zum zweiten Mal bei uns mit einem Workshop, einem Vortrag. Wir freuen uns sehr, er ist wirklich so ein dynamischer Fotograf. Olaf Otto Becker, Mitglied auch in DFA. Wir haben Olaf zum ersten Mal letztes Jahr innerhalb unserer Workshop Wonders of the World, wo wir Landscape-Bilder von ihm gezeigt haben. Er wird auch das Thema wiederholen. Es war ein sehr erfolgreicher Workshop und dazu kommt so ein kleinen Workshop dem Abend vorher Color Management in der digitalen Fotografie, weil er hat wirklich gesehen, dass viele Leute das auch interessiert haben. Pep Bonet, auch ein Nordfotograf, freue mich auch sehr, ihn zum ersten Mal bei uns zu haben. Wird auch über dieses Long-Term-Documentary-Projekt, wie man auch Gelder findet, wie man an die Konzepte angeht. Ja, und wie Sie sehen, auch ein paar von den Familiar Names aus Köln, Thekla Ehling und Wolfgang und Markus, auch Ende dieses Jahres, Bruno Barbie, wird auch bei uns wieder sein. Ich freue mich sehr, weil jemand, der wirklich eine Ikone ist, der die letzten 50 Jahre die Geschichte der Welt erlebt hat und wie er angeht und wie er die Unterschiede zu dem damaligen Welt, zu dem heutigen Welt auch mit seinen Street Photography beibringt. Wird wieder bestimmt ein ganz spannender Workshop. So, das war's. Vielen Dank. Gut, wir haben jetzt noch 3 Minuten für